Guten Morgen aus Amman, Jordanien, Tag Nummer 2. Heute geht's mit Khaled in den Norden, 40 Kilometer nördlich von Amman. Werden wir uns was anschauen. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme euch mit. Bis später. Sag mir, ob grün oder rot bitte ist. Grün. Jetzt grün. Ja, grün. Danke. Das ist die Stadt Jarash. Khaled hatte mir versprochen, dass es ein außergewöhnlicher Tag wird in Jarash. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, bis ich dann erstmal eingekleidet wurde hier am Empfang und wir dann erstmal mit seinen Freunden Kaffee und Tee getrunken haben. Außergewöhnliche Leute, super freundlich, super nett und die freuen sich wirklich, dass man da ist, hier in dieser archäologischen Stadt Jarash. Seid gespannt, es ist unglaublich, was ich hier sehen durfte. Tja, dann noch ein Foto gemacht mit meinem Freund Khaled, meinem persönlichen, und es ist wirklich mein persönlicher Reiseführer. Unglaublich, der Mann. Dann sind wir hochgegangen und da war ich schon echt geflasht, als wir hier hochgegangen sind zu diesen Ruinen für mich, zu diesem Torbogen rauf und Wahnsinn. Seht einfach selbst, genießt es. Die Römer das gebaut haben oder die Griechen, das weiß keiner. Deswegen betrifft jetzt Entstehungsgeschichte, haben wir zwei Hypothesen, Theorien. Die erste besagt, Jarash oder Gerasa ist im 3. Jahrhundert vor Christus gebaut worden von den Ptolemäer. Ich weiß, du interessierst dich für solche Namen nicht. Ptolemäer im 3. Jahrhundert vor Christus. Und die zweite Hypothese besagt, nein, sie ist von den Seleukiden gebaut worden. Diese zwei Stämme oder Völker sind die Nachfolger von Alexander dem Großen, die Diadochen. Sie waren hier, sie haben sich bekriegt. Ja. Die 6 berühmten Kriege in der Bibel, im Alten Testament. Aber wir wissen, diese Stadt war ein Mitglied des Bundes, dieser sogenannte, gestern habe ich dir gesagt, dass Amman auch ein Mitglied von Dekapolis-Städte. Und diese Dekapolis-Städte machten wie ein Dreieck. Der Kopf im Norden ist Damaskus und hier im Süden Amman. Und in der Mitte war Jarash, Metropole, lag auf dem Handelweg, verband Norden mit Süden zusammen. Daher kam diese große, bedeutende Rolle Gerasis. 63 kam Pompeius hier, Pompeji. Deswegen heißt die Stadt Bombay des Nahen Ostens, als Nickname, als Spitzname. Und die Stadt der 1000 Säulen, 1000 Säulen. Die beste erhaltene gräko-romanische Stadt der Welt. Nach der Spaltung Rom waren hier die Byzantiner. Es war ein Zentrum des Christentums. Bis heutigen Tag haben die Archäologen 17 Kirchen freigelegt. Ich zeige dir 3 von denen mit schönen Mosaiken. 636 kamen die muslimischen Truppen aus Mekka. Die wollten weiter nach Europa, zum Maghreb. Verstehst du Maghreb? Ja. Diese Marokko-Länder, Algerien, Tunesien, Libyen, Ja. das nennt man bei uns Maghreb. Und was bedeutet Maghreb? Sonnenuntergang. Ich bin jetzt im Orient, Maschrek, Sonnenaufgang.
Europa, Ghuruba, das heißt auch Sonnenuntergang. Europe, okay? Okay. Maghreb bedeutet das gleiche wie Europa. Und wir sind jetzt in Maschrik. Maschrik, Orient, Sonnenaufgang. Die Muslime kamen hier, aber die haben sich für den Bau von den Ruinen oder Häusern nicht interessiert. Deswegen man sieht kaum islamische Überreste in Gerasa. 749 gab es schweres Erdbeben, hat alles zerstört, das ganze Land. Ich habe dir auch gestern gesagt, Jordanien ist ein Teil des grabenden Bruches, der sich von Türkei, Istanbul bis Talasee, wo ist Talasee? Richtung Mosambik, Uganda. Da sind 6000 Kilometer. Vom Norden bis Ostafrika, Nord-Südafrika. Und das heißt, alle 70 Jahre kommt ein schweres Erdbeben. Das letzte überhaupt in Jordanien, 27, 6000 Jahre alt. Wir gehen nach links rein drin, in das Hippodrom. Siehst du, neues Schild. Und kaputt. Kaputt. Von außen hättest du das nicht so erwarten können, ja, das so gut erhalten und weit und breit. Wahnsinn. 15.000 Zuschauer kamen hier rein, saßen hier und auf der anderen Seite, aber der Ring, wo die Leute da drüben saßen, ist weg, ja, kaputt. 15.000 Zuschauer. Und da sind jetzt 10 Startstände, sagen wir, Ja. wo die Kutschen oder die Karren ja, gerannt sind. Gladiatoren hier gefeiert haben. 265 Meter ist die Weite, 50 Meter ist die Breite. Das musste gigantisch, ja, gewesen sein. Sensationell. Ja, unglaublich. Mitten in einem der besterhaltenen Hippodrom. Bilder im Kopf. Ben Hur. Ich sage nur Wagenrennen. Unglaublich. Unglaublich, das zu sehen und diese Größe. Ich hoffe, das kommt einigermaßen auf den Bildern rüber. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, gehen wir bitte. Treppen hier hoch. Das war hier alles Geschäfte, das war der Markt, der östliche Markt. Ja. Und das haben die Franzosen vor 15, 16 Jahren jetzt. Dann haben die ausgegraben. Steht nicht darauf, aber da waren Franzosen, die hier ausgegraben haben. Alles kaputt gegangen durch das Erdbeben des Jahres 749. 749. Ja. Da ist das letztendlich hier kaputt gegangen. Das Schlimmste. Aber 1927 hatten wir eins. Ja. Aber das Schlimmste überhaupt, die Geschichte Jordaniens, ist das Erdbeben des Jahres 749.
phänomenal, ne? Also wenn man das mit Rom vergleicht, ne? Wenn du da beim Kolosseum durchgehst, gut, das sind zwar 1, 2 Gebäude auch noch erhalten, aber das ist ja hier komplett anders, ne? Das ist ja komplett gut erhalten. Ja. Das Wort Cardo. Ja. Wenn man das Wort Cardo mit K schreibt, ja, das bedeutet Herz. Ja. Herz der Stadt. Mit CH dann Schlössel. Ja. Auch das sieht wie Schlössel, unsere alten Schlössel. Groß, ja. Kommt darauf an, wie man das Wort Cardo schreibt. Mit K bedeutet Herz. Mit CH bedeutet Schlüssel. Okay. Siehst du das Forum? Wahnsinn. 90 mal 80. 90 mal 8. Und direkt unter uns ist eine Kanalisation. Wie ich dir das erzählt habe gestern in Amman. Ja. Man muss sich immer wieder vor den Augen halten. Normalerweise laufen hier 10.000 Menschen pro Tag durch. Und ich hatte die Ehre, mit Khaled fast alleine zu sein. Und diese Fotos, ohne dass da andere Touristen drauf sind unbezahlbar. Khaled macht das seit 20 Jahren und er sagt, er hat es noch nie erlebt, dass es so leer war. Dann hat er mir was zu den Säulen erklärt. Das seht ihr jetzt hier. Gibt es Säulen, die sind höher als die anderen. Dahinter verbergen sich immer interessante Räume, in die wir jetzt hineingehen. Wir gehen jetzt hoch in einem außergewöhnlichen Ort. Und zwar war dies der Markt von Jerash. Hier wurde Getreide gehandelt, Gemüse gehandelt und hier sind auch noch erhalten Original-Schlachtbänke. Die seht ihr da hinten im Hintergrund und da gehe ich jetzt mal näher ran. Wahnsinn. Spuren einer Schlachtung vor 2000 Jahren. Auf diesen Bänken wurden die Tiere geschlachtet. Phänomenal. Der Markt von Jerash, wie muss das gewesen sein, als das erhalten war, als Leben hier war? Schlüssel rauf und runter. Ja. Deswegen, diese Stadt ist sehr gut erhalten, bis heutigen Tag. Ja. Rauf und runter. Das waren, überleg mal. Komm, deinen Finger reintun. Ja. Dann spürst du, das kannst du einfach ganz deutlich jetzt gerade bei mir. Hier, die andere Seite ist. Nein, komm, steh mal da. Ja. Und die Innenhand, ja, reinstecken. Du merkst richtig, wie die Säule sich bewegt. Natürlich. Ja. 100%, klar. Wahnsinn. Jerash ist wirklich eine atemberaubende Stadt. Jetzt sind wir hier auf eine Kreuzung zugelaufen. Von der Hauptstraße, an der wir gerade lang gegangen sind, ging es links und rechts nochmal weiter. Atemberaubend. Und dann hat mir Khaled noch gezeigt, was die Leute in damaliger Zeit gespielt haben. Er hat Wasser auf den Boden gegossen und dann kam dieses alte Mühlenbrett zum Vorschein. Hier haben wir nochmal so einen Kanalisationsstein. Wahnsinnige Stadt. Also Jerash kann man nur empfehlen, hier mal herzufahren. Ich habe den enormen Vorteil, dass hier keiner ist. Ich bin hier wirklich alleine. Stehe hier gerade von einem Brunnen
2000 Jahre alt. Das Wasser kam von einer Zisterne, zeige ich euch mal. Da ganz oben auf dem Berg ist die Zisterne gewesen und dann ist das Ganze hier runtergelaufen und durch diese Steinöffnungen, ich zoome da mal ein bisschen ran, durch diese Löcher ist dann das ganze Wasser rausgekommen. Wahnsinn. Also ein Brunnen 2000 Jahre alt. Unglaublich, wie das alles funktioniert hat. Und hier in dieser Wand, da waren so Löwenköpfe. Da erkennt man einen. Da ist das Wasser dann rausgekommen und ist dann hier unten durch diese Rinne wieder abgelaufen. Und das Ganze vor 2000 Jahren. So, was ich euch unbedingt noch zeigen möchte, ist auf dieser Straße, was man dann dadurch ableiten kann, dass die wirklich im Original erhalten ist, sind die Wagenspuren 2000 Jahre alt. Unbelievable. So, ich switch mal die Kamera um und ich will hoffen, dass die Kamera das jetzt wirklich einfängt. Diese Spuren, die du hier siehst, diese eingefahrenen Spuren, ich hoffe, das kommt auf der Kamera wirklich rüber. Wahnsinn. So, mein Reiseleiter Khaled organisiert jetzt gerade den morgigen Tag nach Wadi Rum. Und dort werden wir einen Jeep mieten und schön durch die Wüste fahren. Das organisiert er gerade. Super. War das denn, wo wir jetzt hochgehen, der Haupttempel der Stadt? 2 Tempel. 2 Tempel? Ich zeige dir den anderen später. Okay. Artemis und Zeus. Ja. Jetzt gucken wir den Artemis-Tempel und nachher Zeus-Tempel. Bleibst du bitte da stehen. Ja. Da. Okay, dreh dich um, bitte. Auf der anderen Seite Ja. siehst du mal drüben, ganz hinten, so eine Nische, Ja. halbkreisförmige Nische. Ja. Hinter der ist die zweite Brücke, die Ja. verband die 2 Stadtteile zusammen. Okay. Dann kamen die Gerasener, die Bewohner von Gerasa, von zu Hause hierher. Ja. Auf dem halben Weg haben sich geistig eingesammelt, ja, vorbereitet vom profanen Leben zum heiligen himmlischen Leben braucht man Abstand. Okay. Dann saßen die hier und haben einige Geschenke mitgebracht. Okay? Ja. Es ist wie ein kleiner Tempel gewesen in der Mitte. Ja. Okay, etwas da gebracht, geopfert und dann weiter gingen die über diese 2000-jährige Säulen, Kolonnaden Straße und dann hoch hier. Du siehst 7 Terrassen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ja. und 7 Stufen, Ja. 7 heiliger Zahl. Okay. Okay? Und dann machen wir zusammen. Und die gingen ganz gelassen, gemütlich, nicht rennen, rasen. Nein, gemütlich, nachdenklich. Ja, hoch zum Himmel, zum Gott. Guckst du mal nach vorne und machen wir das zusammen? Ja. 1, 2, 3. Okay? Und jetzt, in dem Moment, unerwartet, ja, vor uns tauchte der Tempel. Oh, Ehrfurcht, Ja. Angst, Respekt, ein erhabenes Gefühl. Du bist Mensch, klein. Gott ist der Allergrößte. Genauso die Moschee oder Kirche, Turm. Du gehst auf der Straße, plötzlich, ja dann, bereite mich vor, ich gehe jetzt zu einem heiligen Ort. Okay? Das war Okay. der Sinn. Okay. Und immer diese Türme, Minarette, höher, groß. Du bist so wie Ameise, klein. Gott ist der Schöpfer.
Aber überleg mal, 2000 Jahre stehen diese Säulen und eine Säule, sagst du, 33 Tonnen? Ja. Wahnsinn. Ja, was wir jetzt sehen, ist eine Kirche, die wurde ausgegraben, die war komplett mit Sand bedeckt, ist ausgegraben worden und aus diesem Grunde ist dieses Mosaik dort unten komplett erhalten, im Original 2000 Jahre altes Mosaik und keine Touristen. Ich wiederhole mich ungern, aber es sind keine Touristen da. Es ist unbeschreiblich, dort an so einer Stelle zu stehen und du stehst wirklich alleine. Sehr beeindruckend. Das ist der Blick auf den ältesten Kreisverkehr der Welt. So bezeichnet man das. Da weil man die Straße in die Stadt nicht durchbauen konnte aufgrund des Berges, entstand dieser Kreisverkehr. Bravo. Das ist jetzt europäische Hymne. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man die Akustik jetzt mitbekommt, die dieses Theater macht. Wenn ich so nach vorne gehe, hört man das nicht mehr. Und wenn ich wieder zurückgehe, kriegst du die gesamte Akustik mit. Wahnsinn. Ich hoffe, das kommt auf diesem Video jetzt rüber, wie sich die Akustik verändert, wenn ich mich nur ein bisschen nach vorne bewege. Dann ist sofort alles vorbei. Ich gehe wieder 2 Schritte zurück. Und die gesamte Akustik wird komplett reflektiert. Wahnsinn. Dann haben wir gerade so ein Experiment gemacht. Und zwar gehe ich mal auf dieses Loch zu, was ihr da seht. Und in dieses Loch habe ich gerade meinen Kopf reingesteckt. Und ich war auf der anderen Seite, da wo dieser Tippkasten steht. Ich zoome da mal ran. Auf der Seite habe ich gestanden, ganz leise gesprochen. Und ich war zu hören. Hammer! 2000 Jahre altes Theater. 46 Stufen, 4.500 Menschen passten hier hinein. Ja, das ist der zentrale Stein. Da habe ich gestanden für diese Akustikteste. 17 Meter vom Außenrand weg, von dieser Stelle in Front. Und dort hat man diese Akustik. Gehst du einen Schritt vor, es ist vorbei. Das war die Ausgrabungsstätte in Jerash und jetzt sind wir auf dem Weg zum Essen und auch das war phänomenal. Der gesamte Tag war so ein Genuss. Abends bin ich dann in Amman nochmal in die Stadt gegangen, habe mir dort nochmal was geholt zum Essen, habe mir den Brunnen hier nochmal angesehen. Es war ein super Tag Nummer 2. Wenn euch es gefallen hat, klickt auf Abonnieren, würde mich freuen. Morgen geht's nach Wadi Ram und auch da gibt's einen Film. Ciao.